Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Bleib doch sitzen. Hey, rate, wer wieder da ist. Cross ist ein Polizist und Kopfgeldjäger, den kaum jemand nicht kennt, der auch nur ein bisschen Plan von Need for Speed hat. Cross wurde in Rockport geboren und sein richtiger Name lautete Jonathan oder auch Nathan Cross. Meist wird er aber nur Sergeant Cross genannt. Cross war in seiner Jugend besessen von Muscle Cars und ließ sich kaum eine Autoshow entgehen. Allerdings wollte er nie etwas mit illegalem Street Racing zu tun haben, denn er verlor schon in jungen Jahren seinen Vater, der in einem Unfall mit Street Racern verwickelt war. Cross fasste schon als Teenager den Entschluss, Polizist zu werden. Mit 18 war er bereits mitten in der Polizeiausbildung und lernte dort auch seine Frau kennen. Mit 21 war er voll ausgebildet und auch schon Vater einer kleinen Tochter. Er leistete einige Jahre seinen Dienst als Gehilfe auf Streife und verhaftete mit seinen Kollegen viele Street Racer. Cross wurde schnell als ein übler Geselle in der Street-Szene bekannt und wurde 1999 mit 35 zum Sergeant befördert. Er hätte sogar die Möglichkeit gehabt, bis zum Captain aufzusteigen, wies die Beförderung aber stets zurück. Cross bemerkte früh, dass die Street Racer-Szene in den frühen 2000ern größer und größer wurde, weshalb er sich entschied, selbst aufzurüsten. Cross erhielt die Erlaubnis, eine Corvette Z06 als Einsatzwagen zu bekommen, um auch schnelle Street Racer effektiv verfolgen zu können. Heute kennt jeder seine Polizei-Corvette, aber er hatte auch eine private Corvette, die er ähnlich folieren ließ. Mit der geht er dann später auf Kopfgeldjagd. 2003 kam es zu einer Begegnung, die Cross' Leben für immer verändern sollte. Er war gerade in der Mittagspause, als ein Porsche provokant neben ihm parkte. Der Fahrer stieg aus und es war niemand Geringeres als Darius. Er ging direkt auf Cross zu und klopfte an seinem Fenster. Hey, ich hörte, Sie sind jemand, den man anheuern kann, wenn man jemanden aus dem Verkehr ziehen will. Cross stieg gleich aus und antwortete, okay Freundchen, bevor wir uns hier weiter unterhalten, zeigst du mir jetzt erstmal deine Papiere für diesen Carrera. Doch Darius fragte zugleich, wie geht's deiner Tochter? Ich biete viel Geld. Cross schwieg. Woher wusste der Typ von seiner Tochter? Cross' Tochter erkrankte an einer schweren Krankheit, deren Behandlungskosten sehr hoch waren. Und Cross nutzte bereits jeden Cent, um seiner Tochter zu helfen. Wenn auch widerwillig, willigte er ein und Darius schilderte sein Anliegen. Es gibt da einen Typen, der mir mein Toyota Supra gestohlen hat und gerade in Olympic City für Aufsehen sorgt. Ich möchte, dass du ihn von der Straße schaffst. Cross lehnte ab. Ich bin in Olympic City nicht zuständig und kann dort auch nichts als Kopfgeldjäger erreichen. Die Regierung dort ist korrupt und fördert die illegalen Rennen sogar noch, um sich an den Wetteinnahmen zu beteiligen. Nachts existiert dort praktisch keine Polizei. Ich kann den Typen im Auge behalten und sollte er sich hierher verirren, werde ich ihn einbuchten. Das kostet aber. Darius willigte ein und unter der Bedingung, dass Cross auch andere Fahrer dingfest macht, die Darius im Weg sind, trennten sich die Wege. So entstand die geschäftliche Beziehung zwischen Cross und Darius. Und obwohl man jetzt glauben mag, dass Cross auch nur ein korrupter Cop ist, war es doch anders, als es schien. Denn Cross, auch wenn er es sich nicht anmerken ließ, kannte Darius bereits und sah es als perfekte Gelegenheit, weiter in Darius' Machenschaften einzutauchen. Von dem Tag an war der Fahrer, den wir spielten, auf dem Radar von Cross. Im selben Jahr rief Cross auch die Blacklist ins Leben, auf der die meistgesuchten Fahrer der Stadt vermerkt wurden. 2004 macht sich der Fahrer nach Bayview auf, doch Cross hatte ihn währenddessen nur beiläufig im Auge, denn es gab gewaltigen internationalen Ärger zwischen Deutschland und der USA, was die Street-Racing-Szene angeht. Aber was war los? Wie konnten ein paar Racer internationalen Ärger bedeuten? Nun, es ging dabei nicht um die Regierung, sondern um BMW und den Bundesstaat, in dem Cross zuständig war. BMW entwickelte damals einen neuen Rennwagen, für den sie extra Homologisierungsautos bauen mussten, um im Rennsport zugelassen zu werden. Und ja, dabei ging es um den legendären BMW M3 GTR auf Basis des A46. Aber was hat das mit Cross zu tun? BMW baute insgesamt 10 M3 GTR. 4 davon wurden zu Rennwagen,
3 an private Leute verkauft und 3 landeten im Museum, da sie nur als technisches Muster galten. Diese Daten sind aber auch nur vage, denn um diesen BMW ranken sich verschiedenste Mythen. Auf jeden Fall verschwand eines Tages einer der 4 Rennwagen. BMW hatte die Wagen allerdings mit GPS ausgestattet, doch verlor sich das Signal in der USA nahe dem Gebiet, in dem Cross zuständig war, weshalb er sofort hinzugezogen wurde, da er berühmt dafür war, Autos ausfindig zu machen. An diesem Tag begann Cross Jagd auf den M3 GTR. Er ahnte nicht, dass dieser Wagen ihn noch bis zu seiner Rente verfolgen würde. Cross hielt die Augen offen, doch ließ sich der Wagen nirgends blicken. Er begann auch intensive Entwicklungen gegen Darius, denn wenn einer damit in Verbindung stehen könnte, dann er. Denn Cross wusste längst, dass Darius seine Finger im Autohandel hatte. Doch war Darius nicht der Typ, der mal eben ganze Rennwagen verschwinden lassen konnte und schon gar nicht etwas so Seltenes wie den M3 GTR. Bis Cross eines Tages Darius' Vater unter die Lupe nahm. Darius' Vater verließ seine Familie zu einem früheren Zeitpunkt, um in Deutschland als Chefingenieur bei BMW zu arbeiten. Damit war Cross endgültig auf Darius getriggert. Die Wochen vergingen wie im Flug, bis Cross eine Meldung aus Bayview erhielt. Ein Fahrer, der sich dort einen Namen machte, hatte plötzlich seine gesamte Garage, bestehend aus 5 extrem getunten Sportwagen, verkauft. Dabei ging es natürlich um uns, denn die Polizei in Bayview hatte uns im Auge, auch wenn sie nicht aktiv in die Szene eingriff. Sie berichtete Cross, dass wir mit dem Abschlepper die Stadt verlassen haben, doch sie konnten den Wagen, der hinten drauf war, nicht genau bestimmen. Von der Silhouette her könnte es aber der gesuchte M3 gewesen sein. Zu Cross' Bedauern hatte man den Schlepper aber aus den Augen verloren, als er in Richtung Canyon verschwand. Danach tauchte der Wagen wochenlang nicht auf. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Gerüchte zutage, es gebe einen Racer, der überall, wo er auftaucht, die schnellsten Street Racer besiegt. Fast schon unfair laut manchen Fahrern, denn es wäre ein Monstrum, welches eigentlich nur auf einer Rennstrecke sein dürfte. Cross wurde hellhörig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den BMW M3 GTR handeln könnte, war extrem hoch. Eines Tages erhielt er ein Foto von einem Blitzer in Rockport. Darauf war ein BMW M3 mit blauen Rallye-Streifen zu sehen. Cross war sich sicher, das muss der gesuchte M3 sein und setzte Mia darauf an. Undercover sollte sie ihn ausfindig machen und in eine Falle locken. Und das geschah letzten Endes auch. An diesem Punkt begann die Story von Need for Speed Most Wanted. Mia fand uns und lotste uns zu einer Kreuzung, an der wir auch gleich Cross begegneten. Oh Mann, hast du dich möglicherweise verfahren? Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was, was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschleppwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen! Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück.
Hübsche Rallye-Streifen. Wie es weiterging, wissen wir. Wir verloren den Wagen an Razor und mussten ihn wieder beschaffen. Mia nutzte uns als Waffe, um an die Blacklist zu kommen und schloss zusammen mit Cross Deals mit anderen Blacklist-Fahrern in der Zeit. Passierten unfassbar viele Dinge. Dafür müsst ihr die bisherige Blacklist-Story schauen, die fast 3 Stunden geht, um die weiteren Ereignisse zu verstehen. Ab jetzt folgen vereinzelte Spoiler. Im Verlauf der Blacklist-Story fand Cross so einiges heraus. Zum Beispiel, dass der Vater von Webster nicht nur mit exotischen Autos handelte, sondern auch Beziehungen zu korrupten Cops wie Frank Mercer hatte, die im Autoschiebergeschäft waren. Diese Connections ermöglichten es Darius, Pläne zum Diebstahl des M3 GTR zu schmieden, denn er hielt Kontakt zu seinem Vater, doch nur, um Infos über seine Projekte zu erhalten und ihn zu bestehlen. Denn er hegte einen heimlichen Groll gegen seinen Vater. Aber trotz all dieser Infos blieb der M3 ein Mysterium für Cross. Denn egal durch wie viele Datenbanken er die Infos des Autos jagte und auch mit BMW abglich, der Wagen konnte nicht richtig eingeordnet werden. Das Problem war, dass Cross den Wagen in Pullman nicht sicherstellen konnte, da Darius ihn dort verjagte. Denn er hatte ihn noch in der Hand. Das Geld war Cross am Ende wichtiger, denn seine Tochter war sein Ein und Alles. Am Abend, an dem Cross uns nämlich stellte, verschwand der BMW wieder. Darius ließ ihn abschleppen und beauftragte Caleb damit, dass er TJ benachrichtigen soll, den Wagen abzuholen, bevor es Ärger gab. TJ schickte Big Lou und dieser tauchte noch am selben Abend auf und holte den Wagen für TJ ab. In der Werkstatt reparierte Tess dann den BMW. Mehr dazu erfahrt ihr in deren Stories. Letzten Endes sammelte Cross aber genug erdrückende Beweise gegen Darius. Nicht nur der illegale Autohandel, auch der indirekte Mord an Izzys Bruder und die Machenschaften von Caleb konnten ihm angehängt werden. Wie wir bereits in Darius' Story erfahren haben, nahm Cross Darius fest, nachdem dieser gegen uns in Pullman verlor. Denn Cross hatte seinen Fahrer bereits mit einem Deal dazu gebracht, Darius auszuliefern. Kurz darauf begab sich Cross noch mit mir zu Izzy, um ihr zu berichten, warum ihr Bruder sterben musste und was es mit der ganzen Sache auf sich hatte. Cross schaute sich an dem Abend lange ein Bild des M3 GTR an. Es war nur ein Auto, doch hatte es bis dahin so viele Schicksal an sich gebunden, so viel Ärger bereitet und doch entzog sich der Wagen immer wieder seinem Zugriff. Fast schon, als wäre es Schicksal, dass Cross ihn nicht in die Finger bekam, um ihn einzukassieren. Aber Cross war weiterhin fest entschlossen, den M3 zu finden. Zunächst versuchte er herauszufinden, was mit dem Fahrer des M3 GTR geschehen war. Er wusste, dass Mia ihn laufen ließ, doch drehte er ihr keinen Strick daraus. Er konnte den Fahrer aber nicht ausfindig machen. Gleichzeitig hatte er einen ehemaligen Kollegen, Frank Mercer, im Auge, der auch im Autoschieber-Business zu Hause war. Doch konnte er ihn trotz Darius' Festnahme nicht auch dingfest machen. Mercer hatte zu viel Einfluss und korrupte Cops hinter sich, um ihn mal eben zu überführen. Cross begann also mit dem, was er am besten konnte: ermitteln und Street Racer auspressen. Der ein oder andere Blacklist-Fahrer bekam nochmal Besuch von Cross, doch verhaftete er niemanden. Für ihn zählte nur noch der M3 und im besten Fall der Most Wanted, also wir. 2007 machte ein Fahrer namens Ryan Cooper bei dem gewaltigen Pro Street Festival Furore. Cross hatte allerdings keine Handlungsmöglichkeiten. Die Polizei wurde akribisch von den Veranstaltungen ferngehalten und privat konnte er dort auch nicht unerkannt ermitteln. Er war einfach schon zu bekannt in der Szene. Es vergingen viele Jahre ohne Erfolg. Eines Tages bekam er ein Foto zugespielt, welches den M3 GTR in der Werkstatt von TJ zeigte. Cross machte sich sofort dorthin auf den Weg und stellte TJ zur Rede. Doch TJ erwiderte: "Jo Mann, das ist ein paar Jährchen her" und war schlicht und einfach ein Auftrag. Ein Reparaturauftrag, versteht sich. Cross entdeckte auch Tess und Big Lou hinter der Werkstatt und stellte auch sie zur Rede. Cross wurde sehr ernst und drohte den Jungs, bis diese endlich die Zungen lockerten. Tess erzählte alles, was er auf technischer Ebene über den M3 sagen konnte, und Big Lou berichtete Cross von dem jungen Cop mit dem Camaro. Cross schlussfolgerte schnell, dass es sich um Shaw und damit auch um Mercer handeln musste. Klar war, dass es der echte M3 GTR war, den Tess reparierte und der dann von Shaw abgeholt wurde. Cross war sich also recht sicher, dass der M3 bei Mercer sein musste oder von ihm weiterverkauft wurde. Doch da der M3 weltweit gesucht wurde, aber nie gefunden wurde, musste er noch irgendwo gelagert sein.
Eines der größten Probleme war, dass der BMW längst eine urbane Legende war und es sehr viele Fakes gab, was die Suche nach dem Original erschwerte. Cross verschlug es nach Fortune Valley, denn schien es dort Hinweise zu geben. Allerdings fand er dort nur Korruption vor, weshalb er sich daraufhin erstmal wieder nach Rockport begab. Cross sammelte weiterhin Beweise gegen Mercer, denn er war der nächste Hotspot, der zum M3 führen könnte. Es war bereits 2019 und Cross bekam dann eine schockierende Meldung. Mercer wurde gestellt, nachdem ein paar Street Racer seine Machenschaften aufdeckten. Auch erfuhr er, dass Mercers Fluchtfahrzeug ein BMW M3 GTR war. Cross brach sofort nach Palm City auf und fand letzten Endes den M3 GTR. Doch nach einigen Überprüfungen musste Cross feststellen, dass selbst dieser Wagen nur ein Replika war, wenn auch ein ziemlich gutes Replika. Langsam, aber sicher verlor Cross die Hoffnung, den Wagen oder seinen ehemaligen Fahrer jemals zu finden. Es waren jetzt schon 14 Jahre vergangen und es schien hoffnungslos. Er verbrachte weiterhin viel Zeit mit Ermittlungen. Irgendwann bekam er sogar heraus, dass der Most Wanted damals mit Jules Pullman verließ. 2024 ereignete sich der Lakeshore-Vorfall, in dem es massenweise sichergestellte Autos in der Stadt gab, die gestohlen wurden. Und über Nacht endete die Stadt sogar in einem kompletten Lockdown, sprich Stromausfall. Mittlerweile war Clarence Callahan, besser bekannt als Razor, auch wieder auf freiem Fuß und Gerüchte machten sich bereit, dass er hinter dem M3 her war. Tatsächlich war ein M3 GTR unter den gestohlenen gemeldeten Autos, doch Cross kannte dieses Modell bereits. Es war einer der ersten Nachbauten, selbst die Papiere wirkten wie Originale, aber am Ende war er es nicht, also wieder kein Erfolg. Doch mittlerweile wirkte alles nur noch hoffnungsloser. Ich meine, mittlerweile waren es 20 Jahre seit dem Rockport-Vorfall und Cross fragte sich, ob es das alles noch wert wäre. Doch bekam Cross unverhofften Besuch. Es war Mia und sie hatte bahnbrechende Neuigkeiten. Denn sie war eine lange Zeit undercover in Deutschland eingesetzt und arbeitete als Fahrerin bei BMW. Im Lauf der Jahre konnte sie vieles über die M3 GTR-Serie herausfinden. Sie berichtete davon, dass sie die Besitzer der privat verkauften M3 GTR Straßenversion ausfindig machen konnte. Cross ließ sich nicht lange bitten. Sie besuchten alle drei und einer von ihnen hatte ziemlich interessante Infos darüber, was damals im Hintergrund bei BMW lief. Er riet Cross, doch einfach mal die vorhandenen Autos zu prüfen. Nach einigen Hin und Her gelang es Cross, alle M3 GTR zu besichtigen. Und schnell wurde klar, es gibt 10 Autos. Wie kann also einer verschwunden sein? Oder fand der M3 GTR bereits seinen Weg zurück, ohne dass man darüber berichtete? In einer von BMW heiligen Garagen traf Cross letztendlich auf Darius' Vater und Cross zögerte nicht lang und stellte ihn zur Rede. Darius' Vater war seltsam redselig, als würde er eine Last von sich werfen, die er schon lange mit sich trug. Im Gegenzug für die Wahrheit musste Cross ihm aber versprechen, ihn nicht zu verhaften und die verjährten Dinge einfach ruhen zu lassen. Cross willigte ein, denn er wollte auch endlich alles beenden. Darius' Vater schockte Cross dann mit einem einzigen Wort. 11. Cross schaute ihn verdutzt an, aber dann machte es schnell Klick. Warum gab es keine Daten zu dem Wagen? Warum schwieg BMW damals mit Details dazu? Ganz einfach. 10 M3 GTR wurden offiziell gebaut. In Wahrheit waren es aber 11. Es gab Leute in Führungspositionen, die damals den Wert der einzigartigen Situation erkannten und die Tatsache, dass der M3 GTR einer der seltensten BMWs überhaupt werden würde, war ihnen schnell klar und sie wollten einen weiteren fahrfähigen M3 GTR Rennwagen für ihre Privatsammlung. Aber ausgerechnet dieser wurde durch Darius' Leute gestohlen. Um den quasi illegalen Bau des BMW zu vertuschen, ließ man einen der 4 bereits gebauten Rennwagen verschwinden und zeigte den Diebstahl an. An dem Tag brach ein gewaltiges Lügenkonstrukt zusammen. Noch niemand konnte belangt werden. Zu viel Zeit war vergangen und der Wagen sowie der Most Wanted waren noch immer verschwunden. Einige Wochen später traf sich Cross nochmal mit mir. Doch dieses Mal wollte er wirklich alles wissen, was damals zwischen ihr und dem Most Wanted geschah. Doch es brachte ihn nicht weiter. Mia wusste auch nicht, wo er abgeblieben ist. Sie suchte nämlich seit kurzem auch nach ihm. Warum, wollte sie nicht sagen, doch fand sie etwas Bahnbrechendes heraus. Einige Tage vor ihrem Treffen mit Cross traf sie Toru Sato. Er wusste etwas über den Most Wanted. Er fand heraus, dass der Fahrer einen älteren Bruder hatte, der nicht ganz so unbekannt war, aber auch seit über 10 Jahren wie vom Erdboden verschluckt sei.
Doch könnte sie vielleicht mehr herausfinden, wenn sie die Bosse des Horizon Festivals befragen würde. Was? Wie passt dieses Festival jetzt da rein? Fragte Mia. Bull antwortete, 2012 fand das Festival in Colorado statt. Es war das bis zu dem Zeitpunkt größte seiner Art und dort tauchte ein Typ mit einem VW Corrado auf. Er fegte sämtliche Anfänger und auch die Stars von der Bühne, wurde Champion und besiegte sogar Darius Flint und luchste ihm seinen wertvollen Ferrari ab. Allerdings habe ich keine Ahnung, wer der Typ war. Kein Namen. Ich habe nur dieses äußerst interessante Bild. Für mehr über diesen Typen müsstest du selbst aktiv werden. Mia fragte, aber woher die Annahme, da ist sein Bruder und woher hast du dieses Bild? Bull sagte, ich habe es von Ronnie. Frag mich nicht wieso, weshalb, warum. Ronnie schiebt dazu nur, schau welchen Keck ich hier wieder getroffen habe. Sein Bruder scheint auch ein wilder Fahrer zu sein. Ronnie fuhr also beim Horizon Festival 2012 mit, flüsterte Mia vor sich hin. Nachdem Mia all das Cross erzählte, war der baff. Sie zeigte ihm das Bild, aber Cross sagte nichts. Er stand auf und ging Richtung Ausgang. Wo willst du jetzt hin, Jonathan? Fragte Mia. Nach Japan, sagte Cross grinsend. Let's go!